Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Wie immer vielen Dank, dass ihr weiterhin mit am Start seid. Wie immer vielen Dank für euren Support vorab. Und zu guter allererst, auch wenn es, mittlerweile schon ein bisschen her ist, trotzdem denke ich mir, besser spät als nie. Ich wünsche euch in jedem Fall noch ein gutes und vor allem gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. Wie immer auch hier Ohren steif halten und ja, verfolgt eure Ziele, macht was aus eurem Leben und da wünsche ich euch auf diesem Wege in jedem Fall alles Gute. Darum soll es natürlich jetzt nicht explizit in diesem Video gehen, sondern vielmehr um was geht mit Battlefield 2042. DICE kommt ja jetzt dann so langsam aus dem Urlaub wieder zurück. Das heißt, wir werden heute mal so einen, ich würde mal sagen, so einen kleinen Rundumschlag über die Themen geben, die jetzt uns in nächster Zeit im Battlefield 2042 erwarten werden. Auch unser Lieblings-Dataminer Temporal hat mal wieder einiges ausgegraben. Kurzer Teaser vorab, also es wird Thermalvisiere und Nachtsichtvisiere geben. Inwieweit das auch in Richtung Nachtmap und so weiter gehen wird, das schauen wir uns natürlich an. Im Fokus ist aber insbesondere auch, dass wir das Klassensystem Gott sei Dank wieder zurückbekommen, wenn auch in abgespeckter Form. Also, bevor wir jetzt konkret ins Video reinstarten, ein kurzer Reminder vielleicht auch an euch an der Stelle. Falls euch natürlich die Videos gefallen, lasst gerne einen Sub da, um, nicht nur keine weiteren zu verpassen, sondern natürlich auch den Channel etwas zu supporten. Denn knapp 70% aller Leute, die regelmäßig die Videos anschauen, haben nicht abonniert. So, kostet euch natürlich nichts, also in dem Fall einfach auf den Button klicken und dann seid ihr auch immer termingerecht informiert, wenn es was Neues auf dem Channel natürlich gibt. Manchmal sieht man das vielleicht auch nicht oder vergisst es ganz einfach, deswegen schon mal an der Stelle vielen Dank vorab und wir starten jetzt rein in die ersten Topics. Im nächsten Update, der dann vermutlich der Update 3.2 oder das Update 3.2 sein wird und das aller Voraussicht nach auch in den nächsten beiden Wochen wohl erscheinen wird, bekommen wir finally das Klassensystem zurück. Natürlich jetzt nicht in der Form, wie wir es aus allen anderen Battlefield-Teilen kennen, denn die Spezialisten bleiben nach wie vor erhalten. Trotzdem wird es Veränderungen geben, also die Spezialisten werden in Klassen geclustert, haben separate Buffs, können nur noch eingeschränkte Gadgets für sich benutzen und ich würde sagen, insbesondere die Fähigkeiten, die wir uns nachher im Detail auch noch anschauen werden, die sind da ganz entscheidend und die werden auch einen wesentlichen Input auf das Game an sich haben und insbesondere die Spielbarkeit des Games deutlich verbessern, nachdem man dann auch wirklich besser predikten kann, wenn man Spezialist A und B sieht, in welcher Rolle der sich vermutlich befinden wird und nicht so wie es jetzt aktuell ist, dass es komplett random alles einen erwarten kann. Ihr kennt's. Was bekommen wir noch? Karten-Update, das haben wir uns im Detail schon in den Videos davor angeschaut, verlinke ich euch an der Stelle natürlich und es wird nochmal zu wesentlichen Änderungen am Fahrzeugsystem kommen, das heißt Panzer und Co. werden komplett überarbeitet oder nicht komplett, aber die werden ein bisschen mehr aus der Uselesslichkeit, das Wort gibt es safe nicht, aber ihr wisst genau, was ich meine, geholt, damit sie nicht innerhalb von 0,2 Sekunden von was weiß ich wie viel Raketen und so weiter weggeholt werden. Also die bekommen auch ein Abwehrsystem an der Stelle. Besonders interessant finde ich die Flughöhen- oder Tiefflugänderungen. Die gab es auch schon in Battlefield 4 für Flugzeuge und Helikopter. Das heißt, wenn sie eine gewisse Flughöhe unterschreiten, dann können sie von Fahrzeug-AAs nicht mehr erfasst werden. Bodensoldaten bleiben natürlich immer noch ein Problem, aber zumindest etwas wird der Raketenspam dann gedrückt und auch die unterschiedlichen Flughöhen werden nochmal angepasst. Das heißt, dass ein Jet dann natürlich auch höher fliegen kann als ein Heli und das auch deutlich. Und ich bin auch gespannt, ob sie halt dann mit der Erreichbarkeit der Hand-AAs nochmal etwas tun, dass nicht in jeglicher Flughöhe die Dinger weggeholt werden können. Wir werden sehen. In jedem Fall ist es auch etwas, was deutlich zu einer besseren Spielbarkeit beitragen wird. Und jetzt würde ich sagen, wenden wir uns mal ganz konkret den Themen zu, die Temporal nochmal so die letzten Wochen herausgearbeitet hat. Also allen voran werden wir uns mal um die Änderungen kümmern, die jetzt dann die neuen Klassen betreffen werden. Also ihr erinnert euch vielleicht, die Assaults, die sollten eigentlich ein schnelleres Sprint to Fire bekommen mit ihren Waffen. Das hat sich jetzt wohl geändert, dass sie 3 extra Magazine mitnehmen können. Also kann man jetzt sehen, wie man will. Die Support-Klasse bekommt jetzt einen Wechsel von LMG auf SMG, was relativ interessant ist, weil normalerweise die Supporter eigentlich die sind, die mit den LMGs rumlaufen. Die sollten davor nochmal einen Buff auf die sowieso schon
ziemlich kranken, insbesondere aufgrund der Kugelanzahl LMGs bekommen. Die bekommen jetzt auf jeden Fall wiederum ein schnelleres Sprint to Shoot von den SMGs und jetzt, ich sag mal so, in Kombination dann auch mit Falk könnte das ziemlich krass werden. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das spielen lässt. Dafür bekommen jetzt, wie gesagt, die Engineers die LMGs, zumindest laut Temporal, und die bekommen nochmal eine verbesserte Genauigkeit, wenn sie sich eben hinhocken bzw. hinlegen. Ganz interessante Änderung wird sich noch bei den Sniper Rifles ergeben oder beziehungsweise bei der Recon-Klasse im Allgemeinen. Da sollte davor die Stabilisierungsgeschwindigkeit, also bis er das Zielfernrohr auf Distance stabilisiert hat und dann auch das längere Atemanhalten gebufft werden, und das ist jetzt oder soll geändert werden, dass es sofort und konstant in einem Steady Scope bleibt. Also das könnte durchaus sehr krass werden. Da bin ich ja mal gespannt. Interessante Änderung. Schauen wir mal, was davon übrig bleibt. Also ich denke, Mackay wird auf jeden Fall Meta-Specialist bleiben. Falk wird sehr interessant werden in Verbindung mit SMGs und generell die Sniper-Klasse ist in jedem Fall was absolut gut werden könnte. Zudem hat Temporal noch Optics, also Visiere veröffentlicht, die bereits im Spiel sind, aber noch nicht released sind. Also ihr wisst, was das bedeutet. Wir bekommen jetzt Thermalvisiere ins Spiel, einmal ein 1,25er, ein 2,5er und ein 6er Thermal-Scope. Da nur die Hoffnung, dass man mit den Dingern nicht durch Rauch sehen kann. Wir alle erinnern uns an Battlefield 4. Wenn ihr dann im Rauch weggeholt werdet und nicht merkt, woher die Schüsse eigentlich kamen. Zusätzlich wird es einen Night Scope geben, ein Vierfach. Da können wir jetzt drüber streiten, weil so viele dunkle Map-Abschnitte gibt es im Battlefield 2042 nicht. Also da könnte es durchaus sein, dass wir vielleicht nochmal eine Nachtmap, also eine richtige Nachtmap ins Spiel bekommen. Wüsste ich jetzt gar nicht, was ich davon halten soll. Also könnt ihr mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare packen, ob ihr da Bock drauf hättet. Und dann gibt es zusätzlich noch einen Odin Smart und ein Longshot 40er Vergrößerung. Also das wird auf jeden Fall insane. Auch da wird sich der eine oder andere an Battlefield 4 erinnern und die OGs unter euch, da wird sich vielleicht, ja, wer das weiß, packt es auch in die Kommentare. Wer erinnert sich noch an die Aqua Sniper Challenge mit dem 40er Scope? Gerne in die Kommentare an der Stelle. Gut, im Wesentlichen soll es das auch für das heutige Video gewesen sein. In Summe sage ich ganz ehrlich, gerade die Änderungen hinsichtlich Klassensystem und Fahrzeugsystem, die werden einen ordentlichen Input auf das Game haben und auch wirklich gute Änderungen sein. Sollte das Spiel nochmal wesentlich besser spielbar machen und nochmal wesentlich aufwerten. Also da denke ich, können wir uns wirklich auf einiges freuen. Ich sage, wir sehen uns auf jeden Fall as always im nächsten Video oder vielleicht auch mal wieder im Livestream. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und haltet euch und natürlich auch mir die Treue. Bis dahin, macht es gut und haltet die Ohren steif. Euer A-Team. Und fall jetzt nicht auseinander! Gegner markiert! Seid in der Markierung vorsichtig! 330 Grad! 250 Meter!
durchgebrochen. Die russischen Truppen